Herzlich willkommen bei diesem Video. Mein Name ist Heidi und ich bin erst vor ein paar Tagen zurückgekehrt von meinem ersten Jakobsweg. Ich bin den Caminho Português da Costa gelaufen, gestartet in Porto in Portugal und hoch nach Santiago. Und in diesem Video möchte ich dir mal meine Packliste mitgeben, also die Dinge, die ich dabei hatte, die Dinge, die sich bewährt haben oder die sich vielleicht auch nicht so bewährt haben. Wenn dich das Thema weiter interessiert, dann schau auch gerne oben in die Infokarten oder auch unten in die Shownotes. Ich habe ein Video auch rausgebracht zum Thema, wie war eigentlich der Weg? Also, wie war so die Reise? Was habe ich erlebt? Was ging mir durch den Kopf? Und ich habe außerdem ein Video aufgenommen, wie man diesen Pilgerpass richtig ausfüllt, sodass du dann in Santiago dir auch die Pilgerurkunde abholen kannst. Ja, und wenn dir das noch nicht reicht, dann möchte ich dir gerne meinen Podcast ans Herz legen. Mein Podcast heißt Sinnspürer, da geht es um den Sinn des Lebens. Und da spielt der Jakobsweg für mich natürlich jetzt auch eine wichtige Rolle. Und ich habe eine Folge aufgenommen, ja, in der es darum geht, was waren so meine wichtigsten Erkenntnisse, was für Geschichten habe ich auch mitbekommen, was haben mir andere Leute auf dem Jakobsweg erzählt, und es ist wirklich sehr berührend, diese Erfahrung. Ich bin dafür sehr dankbar. Schau gerne nach meinem Podcast. Du findest ihn hier auf YouTube oder findest ihn überall auf den Plattformen, den bekannten, wo es auch Podcasts gibt. Und ja, ich freue mich, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst. Ich freue mich auch, wenn du in den Kommentaren schreibst, was du vielleicht noch mitgenommen hast auf deinem Jakobsweg oder was dir fehlen würde oder wenn du Fragen hast. Und ja, jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß und hoffentlich gute Erkenntnisse für deine Packliste und freue mich, wenn wir uns an anderer Stelle wieder lesen oder hören. Und hier sind wir mit meinem jetzt vollgepackten Tisch. Das sieht jetzt ziemlich viel aus, aber es geht tatsächlich alles in den Rucksack rein, wenn man es komprimiert. Also zuerst mal brauchst du einen Rucksack. Ich habe hier einen von Deuter mit 34 Litern, auch speziell für Damen zugeschnitten. Und ich war erst mal überlegen, ob ich so einen ultraleicht Rucksack nehme. Habe dann mehrere ausprobiert und mich hat einfach überzeugt, jetzt doch einen schwereren zu nehmen, weil der einen total guten Hüftgurt hat und mir das so viel Gewicht abgenommen hat von den Schultern und auf die Hüfte verlagert, so dass ich doch zu einem Rucksack gegriffen habe, der über 1 Kilo wiegt, aber hat sich für mich auf jeden Fall bezahlt gemacht, auf jeden Fall. Ja, dann brauchst du einen Schlafsack, hier einen, der sich ganz klein machen lässt und den man dann auch immer wieder ganz gut verstauen kann. Dann hatte ich verschiedene Jacken dabei. Ganz unten, das Gelbe ist meine Regenjacke, die hatte ich dann auch in so einer extra Tasche drin, damit die komprimiert ist. Dann hatte ich eine dünnere Softshell dabei und die hier oben liegt, die habe ich eigentlich auch jeden Tag angehabt und auch über die langärmeligen Sachen drüber. Das ist so ein Windbreaker, aber ohne Ärmel. Die war wirklich mein Lieblingsteil, das ich so gut wie immer getragen habe, weil auch wenn ich geschwitzt habe, war mein Oberkörper dann eben geschützt und ich habe mich dann nicht erkältet, auch wenn es dann wieder windig wurde. Ja, bisschen Unterwäsche, jeweils 2 BHs, 2 Schlüpfer aus Merino-Wolle habe ich die genommen und bisschen Schlafanzug, also eine kurze Hose und ein kurzes Unterhemd als Schlafanzug. Weiterhin hatte ich ja eine lange Zipperhose dabei, eine Leggings hatte ich dabei und die oben drauf liegt, habe ich so gut wie immer getragen. Das ist eine 3/4 lange Sporthose gewesen und die habe ich kombiniert immer mit einem Unterhemd aus Merino-Wolle und einem T-Shirt, und ein T-Shirt hatte ich noch zusätzlich dabei, dann auch zum Wechseln. Sonnenhut war auch eins meiner Lieblingsteile, auch mit Kinnriemen. Wenn es mal windig wurde, ist er nicht weggeflogen. Viele, die nur eine Baseballkappe hatten, denen ist dann die Kappe weggeflogen. 2 langärmelige Oberteile, das war auch sehr gut, entweder untertags, das hier oben ist ein UV-Shirt und das unten drunter war ein langärmeliges Merino, das hatte ich auch gern abends mehr an. 3 Paar Socken. Ich hatte nur 2 Paar dabei. Wenn ich nochmal fahren würde, würde ich aber 3 Paar mitnehmen, damit man auch immer wieder mal durchwechseln kann. Ja, dann
Eine kleine Tasche, die sehr dünn ist und ganz leicht, die ich auch zum Einkaufen benutzt habe oder wenn ich abends zum Essen gegangen bin. Viele hatten da auch einen kleinen Rucksack oder sowas dabei. Also es sollte halt leicht sein und sollte gut zu verstauen sein. Sonnenbrille, dann von den ganzen Utensilien hier, vielleicht brauchst du da nicht alles, aber das war so die Dinge, die ich dabei hatte. Oropax, Zahnbürste, kleine Zahnpasta, Gesichtscreme abgepackt, ein paar Ibuprofen, aber alles, was du sonst noch an Medikamenten auch bräuchtest, kannst du dir unten auch besorgen. Labello, Sonnencreme fürs Gesicht, dann Hirschtalg Fußcreme, was wirklich toll war für die Füße, morgens und abends zum Eincremen. Dann hatte ich noch einen Latschenkiefer-Salbe dabei für die Beine bei Muskelkater, Voltaren, meinen kleinen Rasierapparat, Sonnenschutz, ganz wichtig, 50 plus, kannst du dort unten auch natürlich kaufen, aber ist wesentlich teurer als hier. Kleine Shampoo, natürlich kannst du optional auch noch schauen, möchtest du, brauchst du noch eine Haarkur oder weiß ich nicht was, wie gesagt, kann man unten auch kaufen. Kleines Deo, das war dann auch so ausgelegt, ich hatte das in Plastikbeuteln dann auch mit ins Handgepäck genommen, ich bin mit Handgepäck geflogen. Dann hier, was ich ganz praktisch fand, eine kleine Tupperbox, wo man auch mal Tomaten oder Obst transportieren konnte, ein paar Päckchen Taschentücher, Feuchttücher hatte ich dabei, wenn mal irgendwas klebrig war. Das ist jetzt optional, kannst du natürlich auch weglassen. Von den Techniksachen hatte ich dabei eben ein kleines Täschchen, wo es reinging. Dann Kabel für mein iPhone und auch für meine AirPods. Was ich glaube ich nicht mehr mitnehmen würde, wäre hier der Powerbank. Den habe ich eigentlich nicht benutzt, aber ich wollte ihn dann auch nicht dort lassen, ist dann doch zu teuer. Aber ich hatte nie das Problem, dass mein Handy leer wurde. Also es hat noch einen sehr guten Akku gehabt, man konnte auch überall aufladen. Kannst du für dich entscheiden, ob du das brauchst. Ja, dann was ich mir in Deutschland noch besorgt hatte, war ein Elektrolytpulver, einfach um mich da oder um meinen Körper da schon gut drauf vorzubereiten, da durchzuhalten, die vielen Kilometer. Was ich mir unten dann noch besorgt hatte, war Magnesium in Pulverform. Und ja, Karabinerhaken hatte ich dabei. Vielleicht würde ich noch ein, zwei Wäscheklammern mitnehmen, weil Socken lassen sich an Karabinerhaken jetzt nicht so gut befestigen, dafür alles andere. Dann hatte ich 2 Schlauchhalstücher dabei. Das war super, weil ich habe dann oft, auch wenn es windig war, am Meer eins für den Hals genommen und eins für die Ohren, weil ich da ein bisschen empfindlich bin. Dann hat das nicht so gezogen. Ein kleines Handtuch und da reicht wirklich, es muss kein Badetuch sein. Manchmal in Hostels bekommst du auch ein Handtuch. Und gerade diese Mikrofaserhandtücher, da kann man sich eh nicht so einmummeln. Also da reicht auch eins, das nicht so groß ist und das lässt sich auch gut im Gepäck verstauen. Was ich immer getragen habe, waren meine Kniebandagen, weil eben zu dem Laufen kommt ja noch das Gewicht des Rucksacks dazu, einfach für die lange Zeit. Das fand ich super. Dann hatte ich meine Birkenstock-Latschen dabei. Die sind sehr bequem, die kann man auch abends dann hier oben öffnen, wenn die Blasen drücken in den anderen Schuhen. Viele hatten auch Flipflops dabei, kann man natürlich auch machen, oder hatten noch Turnschuhe zum Wechseln. Ich habe mich eben entschieden, meine Trekking-Schuhe dabei zu haben und diese Birkenstock. Ja, dann was bei mir nie fehlen darf, ist ein Notizbuch. Einfach immer, um die Gedanken auch aufzuschreiben. Kann man auch dort kaufen, gibt es natürlich auch kleiner, aber das ist so meine Standardgröße, die ich habe. Das war dann mein persönlicher Luxus, das so mitzunehmen. Ganz wichtig auch, ich habe meine eben die Klamotten in so Beuteln aufbewahrt, auch mit Reißverschluss. Und dann findest du es im Rucksack auch schneller wieder. Es ist alles übersichtlicher, du kannst so ein bisschen sortieren und da fliegen keine Einzelteile rum. Und wenn das auch aus so Stoff ist, dann knistert es nicht so, wenn man jetzt morgens schon früh losgeht oder so, damit die anderen aufwachen. Ja, Erste-Hilfe-Beutelchen, auch mit Pflaster, ein bisschen Verbänden und da ist auch eine Schere drin, übrigens mit abgerundeten Ecken, konnte ich auch im Handgepäck im Flugzeug mitnehmen. Dann gutes Tape, tatsächlich. Ich habe prophylaktisch vorher meine Zehen auch schon getaped. Was ich jetzt nicht dabei hatte, das war so ein Physio-Tape, nennt sich es, glaube ich.
hatten aber viele vor Ort dann dabei und haben da auch die Fußballen und die Fersen auch gleich prophylaktisch getaped. Würde ich jetzt vielleicht auch mal ausprobieren, aber hatte ich nicht dabei. Ja, dann Pinzette, Nagelzwicke, Pflaster hatte ich hier schon welche mitgenommen. Und da würde ich euch wirklich empfehlen, da in gute Pflaster zu investieren. Unten sind die teilweise doppelt so teuer, natürlich, weil die Pilger alle Pflaster brauchen. Für verschiedenste Fußstellen gibt es natürlich Pflaster und ja, kannst du auch kombinieren, dann Pflaster mit normalen Pflastern und Tape oder wie auch immer, wie du es dann brauchst. Aber das lohnt sich wirklich schon vorab zu investieren. Ja, dann meinen Pass, den Pilgerpass hatte ich mir vorher schon in Deutschland besorgt, bekommst du unten aber auch, wenn du losläufst oder auch in Kirchen unterwegs. Manche habe ich gesehen, da war der Pilgerpass dann voll, die haben sich einen zweiten geholt, weil die so viele Stempel geholt haben. Ich hatte da noch so eine Plastikhülle eben, dass der nicht so verknittert. Und den hatte ich schon eben vorher bestellt und wenn Sie interessiert, schau gerne in die Shownotes oder oben in die Infokarte. Ich habe da auch ein Video dazu gemacht, wie man diesen Pass ausfüllt, damit man dann am Ende auch die Urkunde bekommt. Ja, und ich bin ja eine Deutsche, aber ich fand es einfach super praktisch. Ich hatte mir da so eine Brusttasche besorgt und mitgenommen. Da waren auch meine Karten, also ich habe Karten waren da drin, mein Bargeld war drin. Ich habe mir so ein Kartendings hier besorgt von Lockhart. Das fand ich sehr praktisch, weil ich nicht noch zusätzlich mit Geldbeutel rumlaufen wollte und hatte eben überlegt, naja, wenn ich hätte auch so eine Hüfttasche nehmen können, aber dann habe ich ja den Rucksack um die Hüfte und deswegen, ich fand den Brustbeutel tatsächlich für mich selber so ganz praktisch. Die Schuhe, die ich dabei hatte, sind ganz einfache, das heißt einfache, sind normale Trekking-Schuhe. Ich hatte welche von Salomon, nicht knöchelhoch, reicht für diesen Weg auch aus, da du keine Berge besteigen musst. Die hatten auch vorne diesen tollen Verschluss, wo man auch gut enger oder weiter machen kann und das Ganze dann hier so verstauen. Die fand ich super, die waren auch gut eingelaufen, trotzdem habe ich Blasen bekommen, also das bleibt bei den allermeisten nicht aus und deswegen kann man sich ja mit anderen Dingen dann auch noch ganz gut vorbereiten. Was ich noch dabei hatte und tatsächlich dann auch einmal benutzt, war mein Bikini. In Zukunft würde ich aber vielleicht auf den verzichten, weil ich dann eigentlich dachte, naja, ich schleppe den 2 Wochen rum und habe den mal 2 Stunden dann getragen am Meer tatsächlich. Ich glaube, bei einer neuerlichen Reise würde ich das dann einfach mit Unterwäsche machen. Aber kannst ja für dich schauen, wie du das machen möchtest. Und jetzt zeige ich dir noch, wie das Ganze dann im Rucksack eingepackt aussieht und wie viel das wiegt. So sieht das Ganze jetzt gepackt aus, was ich immer getragen habe, jeden Morgen meine Schuhe, dann Unterwäsche, Dreiviertelhose, meine Kniebandagen, ein Merino-Unterhemd, Merino-T-Shirt. Hier morgens gerade auch das UV-T-Shirt noch drüber mit der ärmellosen Weste und die dünne Softshell noch, auch wenn es morgens kühl war und die habe ich dann im Laufe des Tages ausgezogen und entweder in den Rucksack oder oben drüber geklemmt. Stirnband und Halstuch habe ich dann in die Taschen. Hier in den kleinen Seitentaschen hatte ich meine AirPods drin und so Labello, so kleine Sachen. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist Wasser. Also ich bin immer mit 2 0,5 Liter Flaschen gelaufen und ich habe aber keine von hier mitgenommen, sondern habe mir unten schon am Flughafen, war das schon am Flug,
Wasser gekauft und habe die Flaschen dann immer wieder befüllt. Also zumindest diesen Umweltgedanken kann man dann auf jeden Fall nachverfolgen. Und es war dort unten auch kein Problem, die Flaschen aufzufüllen. Vielleicht nicht an jedem Trinkbrunnen, aber jetzt so in den Cafés und Restaurants oder im Supermarkt kannst du dir auch danach schon besorgen. Also Wasser bekommt man dann eigentlich schon, und für die Strecke, wenn das so um die 20, 25 Kilometer am Tag sind und es ist nicht zu heiß, dann sollte dir das auch genügen, wenn du immer wieder auch Pausen irgendwo machen kannst. Ja, darf jeder für sich selber gucken. Ich habe auch Leute getroffen, die hatten immer 2 Liter dabei, ist natürlich dann immer Gewicht, ne? Muss man immer auch mit dazu kalkulieren. Diese Jakobsmuscheln habe ich mir unten dann besorgt, die gibt es natürlich in den Souvenirläden und daran kann man sie erkennen, aber nicht nur daran, sondern du erkennst die Leute auch schon am Rucksack und wie sie daherlaufen, ob sie humpeln oder wie es ihnen geht. Ja, jetzt gucken wir mal noch, wie schwer das Ganze ist. Ja, ich habe jetzt hier so eine ganz einfache Kofferwaage. So, schauen wir mal. Sollte jetzt etwas mehr als 6 Kilo haben. ,1. Perfekt. Also, wie gesagt, natürlich musst du auch noch immer dein Getränk mitrechnen oder wenn du noch was zu essen besorgst, dass das auch nochmal was wiegt. Und letztlich, wenn man ja auch Muskelkater hat und Blasen hat, hängt das ja nicht nur mit den Schuhen zusammen oder wie gut du Laufen trainiert hast, sondern eben auch das zusätzliche Gewicht, das du trägst. Und ich habe Leute gesehen, die hatten irgendwie 10 Kilo dabei oder 12 Kilo, braucht es alles nicht. Also du siehst, mit dem Wesentlichen kommt man da auf jeden Fall schon durch. Ja, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wie gesagt, hinterlass gerne einen Kommentar und schau auch in die anderen Videos rein oder hör in den Podcast rein. Solltest du dich entschließen, dich auf den Jakobsweg zu machen, wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit und dass du tolle Menschen kennenlernst und ja, dass du den Weg deines Herzens gehst.